Ich habe die letzte... Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe legit... Nein, 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 nein. Was ist das denn, Alter? Moin Freunde, bevor das Video losgeht, kleiner Reminder nochmal für die Leute, die das Achievement noch nicht haben. Und zwar auf Seite 14 findet ihr das Nikolaus Achievement. Starte ohne Schuhe in den 6. Dezember, lege sie zum Beispiel ins Inventar. Ja, das heißt, ihr müsst heute kurz vor 0 Uhr eure Schuhe ausziehen. Die müssen rein ins Inventar und dann müsst ihr in den Nikolaus starten. Vergesst das nicht, ansonsten müsst ihr ein komplettes Jahr lang warten, um das Achievement wieder zu bekommen. Deswegen für die Leute, die das Ganze noch nicht haben, zieht am besten jetzt schon eure Schuhe aus, macht euch nackig und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir werden heute nochmal versuchen, in die Monstergrotte reinzugehen. Den schwersten Dungeon in ganz Shakes and Fidget, den man erst ab Stufe 600 betreten kann. Ja, hier ist er, die Monstergrotte. Und, oh, wir sind auf dem falschen Server. Ich habe mich schon gerade gewundert, 2 Dungeons offen, WTF. Hier natürlich. Ja, der dritte von 10 Gegnern, der uns bevorsteht, der Monster Truck. Wir haben schon ein paar Mal versucht, ihn zu besiegen. Es hat bisher noch nicht ganz so geklappt, aber wir haben in der Zwischenzeit wirklich wieder sehr viele Statpunkte gut gemacht und haben wirklich eine sehr gute Chance, muss ich mal so sagen. Und zwar von 0,22%. Das ist schon deutlich mehr, als wir die letzten Male hatten. Und ich sag mal so, es ist trotzdem natürlich jetzt noch nicht so viel, aber es sind jetzt keine 0,01%, womit wir jetzt reingehen, so, ne? Also das ist auf jeden Fall machbar und auf Servern, wo ich richtig doll durch Enter und Gas gebe, ist das eine Prozentchance, die man schon durchaus mitnehmen kann. Ja, zuvor wollte ich noch mal ganz kurz auf die Wochenaufgaben eingehen. Auf die bin ich jetzt nämlich die letzten 2 Wochen gar nicht mehr eingegangen, beziehungsweise die und letzte Woche die. Und da muss ich wirklich sagen, die gefallen mir wirklich sehr gut. Also die sind vor allen Dingen halt auch für Free-to-Play-Spieler unglaublich easy machbar und alleine die Aufgabe schon, aber auch die von letzter Woche. Letzte Woche, falls ihr die nicht gesehen habt oder vergessen habt, das war diese Nudisten-Aufgabe. Das heißt, ja, bezwinge jemanden ohne Rüstung, ohne Schild, ohne Waffe, ohne Handschuhe oder keine Ahnung was. Und das war jeweils eine Aufgabe und man hätte sich einfach legit, und so habe ich das gemacht, komplett einmal nackig machen und gegen jemanden kämpfen und dann habt ihr eigentlich schon die komplette Wochenaufgabe erledigt. Super nice, super geil und ein sehr schöner Kontrast zu dem, was wir die Wochen davor hatten, wo es halt nicht ganz so easy machbar war. Deswegen sehr schön, diese Wochenaufgabe halt auch wieder total easy und für jedermann machbar und vor allen Dingen auch sehr lukrativ. Die erste Kiste hatte ja bei den letzten, oder bringt ja bei manchen Aufgaben so, was weiß ich, 50 Lucky Coins oder 50 Sanduhren oder irgendwie so ein Shit, sag ich mal, ne? Aber die hier gibt zumindest auf meiner Stufe 320 Millionen Gold. Die zweite gibt ja immer 320 Millionen Gold. Also das ist schon unglaublich nice, das scheppert ordentlich in der Portokasse. Plus dann halt noch die 80 Millionen Gold obendrauf durch die dritte Kiste, plus das eine Bier zusätzlich. Also holy shit, das ist mal wirklich ziemlich nice. Gefällt mir persönlich, der Sparfuchs gefällt mir persönlich, muss ich sagen, bisher am besten. Ja, am lukrativsten und auch wirklich easy machbar. Wollte ich nur mal gesagt haben, ja, weil ja die Wochenaufgaben auch ein bisschen gehatet worden sind in der Vergangenheit, weil die halt eben ja teilweise wirklich ziemlich schwierig zu bewältigen waren, so, ne? Und ja, heute, wenn es ums Bewältigen geht, wir entern, beziehungsweise, oh mein Gott, 2,5 Milliarden. Wir pilzen heute so lange den Schattentruck, den Monster Truck durch, bis er fällt. Das ist mein Versprechen an euch heute hier. 1,9 Milliarden war bisher mein bester Try und der wird heute fallen. Ja, da könnt ihr euch sicher sein, das ist over, das Ding. Ja, ich werde heute hier nicht locker lassen, bevor er fällt. Und wir gehen auch richtig aggressiv direkt rein, wir entern direkt durch, wir pilzen ihn, bis er liegt heute. Es wird heute keine zweite Meinung zugelassen, der wird heute fallen. Ja, das ist wirklich jetzt mein Ziel, diese Folge. Und das wird passieren, weil die letzten Male, da sind wir wirklich mit einer sehr geringen Chance dran gegangen. Klar, die ist immer noch sehr gering, aber für so einen Gegner in so einem Dungeon ist das wirklich schon eine sehr gute prozentuale Chance, die wir jetzt mittlerweile
aufbringen können, dem Dungeon-Gegner gegenüber. Und außerdem wurde es jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit für so ein bisschen Pilz-Content, sag ich mal, ne? Weil wir jetzt die letzten Tage wirklich sehr viel auch Theoretisches und sowas hatten, ne? Viel mit Statistiken auch. Was ich sagen muss, was auch geil ist, ne, was auch natürlich ein Teil des Spiels ist, aber genauso gut ist natürlich auch dieser Teil des Spiels, ne, wo es halt eben reingeht in die Dungeons, wo versucht wird, sich hier die Zähne auszubeißen an dem nächsten Dungeon-Gegner und so. Und gerade auf meinem Main ist das für mich immer sehr besonders, wenn es denn wirklich mal soweit ist und wir den nächsten Dungeon-Gegner bezwingen können. Das passiert hier wirklich alle paar Monate, keine Ahnung, kannst du hier aufzählen, vielleicht 2 bis 3 Gegner pro Jahr, ne, wenn wir hier uns an dem letzten Dungeon hier versuchen. Mehr wird nicht fallen in diesem Jahr oder beziehungsweise im Jahr auf der Stufe hier. Und wir hatten jetzt eben gerade auch schon einen sehr guten Try wieder gehabt. Wie gesagt, 1,5 Milliarden. Ich glaube, das war jetzt sogar mein bester Try. Ne? Also mein bester Try, den ich hier gespeichert habe, der war 1,9. Ja, also wir haben heute jetzt schon unseren besten Try hier erlebt gegen den Monster Truck. Natürlich jetzt nicht gespeichert, ne? Weil dafür müssten wir jetzt ein bisschen langsamer pilzen. Ne? Aber da wir uns hier schnell besoffen machen wollen und die Pilze schnell wegexen, können wir die Kämpfe natürlich auch nicht speichern und dementsprechend auch nicht sehen. Der nächste Gegner wird dann halt wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern. Ne? Also der nackige Gigant hier, der Nudisten-Gigant hier, ist der nächste Gegner, 4 von 10. Da ist dann die Chance halt wieder sehr, sehr gering. Ne? Aber von dem ist noch gar nicht die Rede. Ne? Ich bin froh, dass der nächste Gegner in der Theorie zumindest überhaupt machbar ist. Ne? Es hätte auch sein können, dass da steht not possible oder ne? 0,000%. Ne? Steht ja hier bei denen hier unten. Die sind halt wirklich nicht machbar. Ne? Aber 0,01%, da ist zumindest eine geringe Chance da, dass er liegt. Ne? So, und ich habe jetzt hier wirklich in der Folge mein Versprechen gegeben. Ich möchte es auch wirklich selbst sehr, dass er jetzt heute noch liegt. Also dieses Jahr sollte der Monster Truck auf jeden Fall noch down gehen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Das wollte ich dieses Jahr noch schaffen. Ne? Davon mal ab. Nochmal ein ganz kleiner Disclaimer so an der Stelle. Macht sowas bitte nicht nach. Ja? Wenn ihr bei mir hier zuschaut, dann braucht ihr die Pilze selbst nicht ausgeben. So. Das ist natürlich alles andere als worth, was ich hier mache. Ne? Ich glaube, ich muss es aber auch nicht jedes Mal wieder neu erwähnen. Ne? Auf der Stufe kommt es halt auf diese paar Millionen XP-Punkte halt nicht an und es macht halt überhaupt keinen Sinn. Genauso wie ich letztes Mal den Elevator zum Beispiel durchgepilzt habe. Es macht halt keinen Sinn, für die paar Stufen so viele Pilze auszugeben. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Deswegen sind wir halt aber eben auch Content Creator und dafür sind die Pilze halt eben da, damit wir halt eben, ja, so super geilen Pilz-Content hier erstellen können wie hier. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, will der nicht so richtig. Was haben wir überhaupt? Wir haben Blitzschaden, ne? Okay, Feuerschaden, ich wollte schon gerade sagen, ne? Ich wollte schon gerade sagen, das wäre ja ziemlich peinloh gewesen, ne? Wenn wir jetzt hier die falsche Rune drauf gehabt hätten. Oh Mann, oh Backe. Naja, aber das war natürlich alles. Warte mal, wie sieht es eigentlich aus bei meinen Begleitern? Oh, 3. Eisschaden, Feuerschaden und Blitzschaden. Also die Kunigunde, die macht hier jetzt nicht ganz so Work. Warte mal, haben wir irgendwie noch eine Rune auf Tasche? Was haben wir denn hier? 59 Eisschaden. Boah. Ja, ist jetzt aber wahrscheinlich besser, als wenn die gar keinen Schaden macht durch die Rune, ne? Denke ich mal so. Feuerschaden, Eisschaden, Feuerschaden. Ja, was anderes haben wir jetzt nicht hier. Blitzschaden. Ja, wollen wir das Ding denn tauschen? Ich weiß nicht. Es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, weil Blitzschaden wird ja gar nicht gezählt bei ihr hier jetzt großartig, ne? Deswegen tauschen wir. Lieber 59% an Schaden als 0 Schaden, so, ne? So, ansonsten ist ja alles soweit easy, ne? Dann können wir wieder reingehen hier in die Monstergrotte und mal gucken, wie die Tries jetzt aussehen. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendwie was ausmacht. Es macht, also wenn wir ehrlich sind, das macht halt wirklich fast gar keinen Unterschied aus, weil großartig, ja, weiß nicht, Chancen haben jetzt meine Begleiter nicht so gegen den Monster Truck.
Eigentlich mach ich so den meisten Schaden. Ich muss halt richtig gut reinknallen. Obwohl ich sagen muss, wenn einer von meinen Begleitern... Oh mein Gott. Wenn einer von meinen Begleitern Schaden macht, dann ist es eigentlich die Kunigunde, wenn sie halt richtig hart reinlackt und ein paar Mal ausweicht, irgendwie so 20 Mal oder so. Dann ja. Dann macht potenziell Kunigunde am meisten Damage. Ansonsten sind es halt die anderen Begleiter, ne? So, jetzt aber mal Abfahrt hier. Ich habe den Monster Truck wirklich lange genug gesehen. Es reicht jetzt auch mal. Jetzt wird es so langsam Zeit auch für den nächsten Gegner, der uns wieder Hardcore blocken wird. Aber es wird Zeit, ja. Die Zeit ist reif. Die ist so reif wie die Reifen von dem Monster Truck, ja. Die Zeit ist am Reifen, so. und die ist jetzt auch gelaufen, ne? Also ist jetzt hier, jetzt mal Abfahrt, ne? Also kann nicht sein, dass das jetzt hier wieder so lange dauert. Wie lange sind wir drin? 10 Minuten? Gut, das geht tatsächlich noch. Ne? Ich glaube, meine letzte Dungeon-Folge gegen ihn hier, da hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, da hatten wir, glaube ich, schon knapp an die 20 Minuten durchgepilzt hier. Und ich hätte jetzt auch erwartet, bei der Chance, dass der jetzt auch mittlerweile schon liegt, aber wir sind wahrscheinlich gerade auch wieder sehr unlucky, was das Ganze angeht hier. Deswegen natürlich sehr bedauerlich für mich und mein Pilzkonto. Die Pilze brennen. Oh Mann, ach Mann. No. Ja, aber umso spannender, wenn er jetzt nachher liegt, ne? Also wenn er jetzt live im Video hier fällt. Ich habe ihn in der Zwischenzeit auch nicht wieder angefasst, ne? Keine Free Tries, nichts gemacht, wirklich aufgehoben, bis der hier im Video fällt. Und klar, ne, ich hatte auch schon wieder Kommentare gelesen in der Vergangenheit, wenn ich natürlich jetzt mein Equipment jetzt verbessert hätte, so, ne? Dann wäre der natürlich schon deutlich früher down gewesen. Ne? Das, was ich jetzt hier mache, ist halt wirklich sehr unschlau, weil ich halt deutlich mehr Schaden und Stats haben könnte, wenn ich halt eben mein Equipment verbessern würde, so, ne? Dann würde ich mir natürlich auch einiges an Pilze sparen, ne? Aber wir haben gesagt, auf Stufe 700 ist es erst soweit und alles andere, auch wenn wir uns da jetzt zusätzlich Gepäck, ne, Last auf unseren Schultern auflasten, müssen wir da halt jetzt durch. So, ist so. Ach, Mensch, also das hätte ich nicht gedacht, dass der jetzt hier heute wieder so rumzickt. Also das kann nicht sein. Nee, das kann ich jetzt auch nicht akzeptieren, so wie es ist. Alter. Holy shit. Muss ich mal ganz kurz einen Schluck mal. Ne? Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt wieder so teuer ist. Hätte ich das gedacht, also hätte ich das gewusst, dann hätte ich vielleicht noch, ja, weiß nicht, bestimmt bis zum Ende des Jahres gewartet. Dann hätte ich den Monat jetzt noch ausgereizt, dass wir den irgendwie ganz zum Ende des Monats irgendwie versuchen zu pilzen. Weil auf jeden Fall will ich den dieses Jahr down haben. Noch. Ne? Ich weiß noch damals, vor fast genau einem Jahr, da hatten wir nämlich Zeus besiegt im Olymp. Das war der 10. von 10 Gegnern im Olymp. Das war der letzte, das war der Endboss vom Olymp. Den damals stärksten Dungeon-Gegner in ganz Shakes and Fidget. Zeus im Olymp, ja. Habe ich jetzt 3-mal gesagt. Aber nur damit ihr das auch versteht. Den habe ich, glaube ich, am 31. oder ich glaube am 1. Am 01.01.2023 gelegt. Das ist jetzt fast genau ein Jahr her. Und dann ist es wirklich nicht gelogen mit dem, was ich gesagt habe vorhin, dass ich halt wirklich 3 Gegner pro Jahr, Dungeon-Gegner pro Jahr auf diesem Account lege. Weil wir jetzt momentan beim 3. sind vom neuen Dungeon. Das heißt, ich habe im Jahr 2023 komplett mit Zeus inbegriffen 3 Gegner besiegt. 2 Gegner aus der Monstergrotte und halt Zeus. 3. Ja, da könnt ihr euch drauf einstellen, wie das Late Game nachher später aussehen wird. Ne? Also man kriegt natürlich Stats wie Scheiße, so, ne? Also ab 632 ist richtig over, da bekommt das, und das macht mir persönlich ja am Late Game am meisten Spaß, ne? Dieses Stat-Gefarme, ihr bekommt so viel Gold und eure Stat-Punkte wachsen so enorm, das ist unglaublich, das macht mir persönlich wirklich sehr viel Spaß, so, ne? Vor allem, weil man halt auch nicht mehr ganz so viel zu tun hat wie auf den anderen Accounts, ist auch ganz nice to have, so, ne?
Obwohl die Anfangsphase natürlich auch cool ist, so der Kontrast macht es für mich halt, ne? Deswegen auch die Serverstarts immer wieder. Aber die, ja, das Late Game ist halt sehr zäh. Da könnt ihr euch drauf einstellen, da passiert nicht viel, ne? Könnt ihr sagen, 3 Gegner pro Jahr, wenn ihr Glück habt, Dungeon-Gegner fallen. Wenn ihr wirklich gut Stat-Punkte macht, ne, ich habe ja wirklich durchgegrindet dieses Jahr, hatten wir ja im Video gestern gesehen, Platz 10 weltweit mit den meisten Stat-Punkten, das ist schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ne? Trotzdem bringt es euch hier in den Dungeons halt jetzt nicht großartig weiter. Also ich habe mich halt wirklich nur stat-technisch verbessert, was die Basispunkte angeht. Die temporären oder die Total Stats, die kommen dann halt vielleicht Ende nächsten Jahres, wenn wir Stufe 700 erreichen. Ich rechne so ungefähr mit, dass es Ende nächsten Jahres passieren wird. Vielleicht zum Leggy Dungeon, mal schauen. Und ja, dann knallt es aber ordentlich in der Bude hier. Dann wird hier aber richtig durchgeschäft. Aber ja, was hier jetzt schon wieder abgeht, das ist kriminell, muss ich mal so sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Monstergrotte, wirklich krass. Also, das sieht für mich auch nicht persönlich nach 0,22% aus hier. Also, da hätte ich gedacht, oh mein Gott. Da hätte ich gedacht, ja, der liegt hier früher. Aber da habe ich mich vielleicht ein bisschen getäuscht. Ja. Oh, aber da sind auch knappe Tries dabei, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der muss jetzt noch fallen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass der jetzt immer... Also wir haben ihn jetzt schon wirklich ein paar Mal probiert und angegriffen. Und jedes Mal hat er uns in die Schranken gewiesen hier. Es kann nicht sein, dass der Monster Truck uns jetzt hier schon wieder so nackig macht. Oh, wir waren nur letzte Woche erst gerade nackig bei der Nudisten-Challenge hier. Für die Wochen-Challenge. Da habe ich mich doch genug ausgezogen jetzt hier. Mann. Alter, ist das kacke. Der frisst mich hier schon wieder komplett, ne? Puh. Aber die sind auch wirklich so unterschiedlich, die Tries, ne? Also manchmal sind hier wirklich Banger dabei, die bis hier zu 1 Milliarde Leben runtergehen, so, ne? Aber manchmal hast du hier auch, keine Ahnung, irgendwie nur 2 Milliarden Leben abgezogen von 17,45 Milliarden Leben, ne? Also der ist ja auch wirklich, die haben ja auch so extrem viel Leben, das ist ja wirklich unnormal. Ja, das ist ja krank. Nee, das kann nicht sein. Wir sitzen jetzt hier schon wieder über eine Viertelstunde, wo wir durchgängig Enter drücken und es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Ist das krass? Ist das krass? Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Boah, guck mal, alleine hier die Epic-Waffe, wie viel besser die ist, ne? Ja, es tut mir selbst auch weh, muss ich sagen, das wirklich so zu sehen. Mit welchem verschwendeten Potenzial wir hier an die Sache rangehen. Ne? Schieße ich mir selbst ins Bein, ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, ja, ist richtig, ist jetzt nicht schlau, ne? Aber ich hoffe mal, für Content zumindest macht es das wieder weg. So, ne? Ey, Mann, okay, wir machen jetzt noch 1 Minute, ja, ich habe ja hier den Timer im Auge, ne? Bis wann wir hier, wie lange wir noch machen. 1 Minute noch durchgängig Enter drücken, reinpilzen. So, ab jetzt. Wenn es dann nicht klappen sollte, ja dann, weiß ich nicht, dann muss ich mich echt geschlagen geben, ne? Das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer, die Angelegenheit. Ich hätte gedacht, der liegt in den ersten 5 Minuten vielleicht so, weil die Chance wirklich jetzt nicht so wenig ist, ne? Also, es geht. Also, die ist gering, aber nicht so gering. Ne, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. So, 30 Sekunden noch. Wenn er bis dahin nicht fällt, ist vorbei. Ja. So, wir zählen zusammen mit runter. Ab jetzt 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,5, ein Viertel, ein Achtel, 1, 0,4, 3,
2. Ach man, Alter. Ey, das kann nicht sein, wirklich. Das ist mir zu teuer. Oh, was? Was? Ich hab die letzte... Oh, nein. Nein. Ich hab legit... Nein. Was ist das denn, Alter? Ich wollte den letzten Try gerade machen, ne? Den letzten Abschluss, die letzte Enter-Taste. Da liegt der... Was? Nein. Nudistischer Gigant. Knabbert gelegentlich an dem ein oder anderen Abenteurer. Oh, Alter, was? Das war wirklich mein letzter, ne? Ey, hätte ich jetzt nicht hätte ich jetzt nicht weitergezählt, so, ne? Wir gucken uns natürlich den Try an, ist ganz klar. Hätte ich jetzt nicht weitergezählt und wir hätten Punktschluss gemacht ab 0, ja, haben wir ja auch, so, ne? Dann hätte ich den jetzt nicht besiegt. Dann hätten wir so kurz vorm Ziel, ja, wären wir wieder umgedreht. So kurz davor. Alter, wir genießen das jetzt. 1,3 Milliarden, 1,7 Milliarden, 2,27 Milliarden Crit. Also der Marquardt hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie oft die Kunigunde jetzt hier ausweicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade das erste Mal gewesen ist oder so. Ich glaube ja, ne? Aber bisher kriegt die richtig gut auf die Schnauze, die Kunigunde. Mal schauen, ob sie noch was macht. Aber die haut auch Schaden raus. Ne? 1 Milliarde pro Treffer ist für Kunigunde jetzt auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Aber Marquardt hat hier wirklich krank geregelt. 1,2 Milliarden ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, muss man sagen. Mal gucken, was wir jetzt noch zum Schluss, ob wir noch überhaupt drankommen. Ja, oh mein Gott. Kunigunde, echt gute Arbeit. 1,2 Milliarden Crit. Okay, dann sowas. Okay, auch nochmal 2. Also, wirklich mein Begleiter jetzt mehr gemacht als ich tatsächlich. Boah. Alter, was ist das denn gewesen? Ja, geiles Item, Alter. Ja. Die Rune, die packe ich jetzt mal wieder direkt hier auf die Waffe rauf. So, damit vollständigkeitshalber. Ja, dass wir hier alle top runentechnisch ausgerüstet sind hier mit 60%. Ey, was? Ich kann es jetzt gerade immer noch nicht ganz fassen, dass wir jetzt so kurz vor knapp ein Try gegen den neuen Gegner. Dass wir so kurz vor knapp jetzt doch noch das Ganze hier geholt haben, ne? Boah, Alter, ich war wirklich so. Und der letzte Try. So, und das war der jetzt gewesen. 17,7, ja 17,8 kannst du sagen, Milliarden Leben. Jetzt der nächste Gegner hier. Holy shit. Ja, das wird noch ein okay, ich würde sagen, das wird noch ein bisschen dauern. Aber der Try war tatsächlich jetzt auch nicht verkehrt, muss ich so sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt so gut war. Aber da habe ich jetzt, glaube ich, ganz viel Schaden gemacht. Dann gucken wir uns nochmal an. Und danach ist aber hier Schicht im Schacht für heute. Alter, das war ja aufregend. Okay, ich habe gar nicht so viel gemacht. Der geht tatsächlich. Also, ne, klar, war jetzt ein Kack-Try so an sich, aber wir haben, ich habe, glaube ich, jetzt nur, wie oft habe ich gekrittet? Ein schwacher Crit. Okay, zweimal gekrittet, aber 2 schwache Crits. Ein starker. Okay, wir haben 3 von 4 haben wir gekrittet, aber 2 waren komplett bad. Okay, ja, Leute. Eine spannende Folge, ja. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Auslosung von dem nächsten Gewinner. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns morgen wieder, ne? Bis dann. So, Freunde, wir losen den Gewinner vom Video gestern aus und ja, ich wünsche euch wieder ganz viel Glück dabei. Wir kopieren uns wieder die URL raus, fügen sie hier ein und ja, lesen das Ganze mal durch. Vielen lieben Dank nach wie vor, dass immer noch so viele Leute hier auch an Tag 4 teilgenommen haben. Es wären zwar ein bisschen weniger als zum Start, das war aber klar. Das heißt aber im Umkehrschluss für die Leute, die mitmachen, erhöhen sich natürlich die Chancen, was auch ganz nice ist. So, let's pick a winner. Ja, 3, 2, 1, pick a winner, Chicken Dinner. Let's go. Und gewonnen hat Mylor6989. Herzlichen Glückwunsch, viel Glück. Ja, bitte melde dich bei mir auf Instagram oder Discord. Beides findest du unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen, wenn ihr, ja, keine Ahnung, Real-Life-Content sehen wollt oder so oder auf meinen Discord-Server vorbeischauen wollt, um ja mit anderen Leuten zu connecten. Ne? Steht euch ganz frei zur Verfügung. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Wünsche euch viel Erfolg morgen dann beim nächsten Gewinnspiel. Und das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.